Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir uns wieder an die alten Moselstellungen aus dem Ersten Weltkrieg begeben, von den Deutschen, die damals erbaut wurden, als potenzielles Aufmarschgebiet auch genutzt. Und das Besondere an den Moselstellungen ist einfach, dass die Bunker halt noch relativ gut erhalten sind aus dem Ersten Weltkrieg, weil es hier keine konkreten Kampfhandlungen gab. Und wir sind jetzt hier auch schon direkt an den ersten Bunker. Hier gibt es wieder einige schöne Reliefe und die schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Ja, schauen wir uns den Bunker jetzt mal an. Das Spannende oder was uns halt besonders gut gefällt an diesen Bunkern aus dem Ersten Weltkrieg ist einfach, das sind halt keine typischen Regelbauten wie jetzt im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen, sondern die sind schon immer mal wieder unterschiedlich. Die haben zwar auch ähnliche Formen, aber das Highlight ist halt immer wieder diese Reliefe und Intarsien und so weiter. Hier haben wir jetzt ein eingelassenes eisernes Kreuz hier. Und hier haben wir jetzt wieder verschiedene Reliefe, die meistens zeigen, welche Kompanien von welchem Regiment oder Bataillon diese Bunker halt gebaut hat. Man kann das halt ein bisschen jetzt erkennen. Ist halt trotzdem immer schwierig, weil es sind ja halt sowieso Stuckarbeiten und teilweise nach diesen ganzen Jahren fehlen einfach auch schon Buchstaben oder Zahlen. Hier kann man noch ganz gut erkennen, erbaut. Dann kommt uns hier das Moos ein bisschen zur Hilfe, weil hier ist es nämlich schon weg. Die einzelnen Ziffern 19, dann wird das hier natürlich eine 1 sein. So, und jetzt müsste man gucken, das kann jetzt entweder eine 6 sein, ja, das ist eine 6 hier, genau, also 1916, 3. Kompanie, 31. Jägerregiment, vermutlich, und hier unten kommt dann auch noch was. Wir können es dann aber auch noch mal einblenden, was es genau ist. Hier unten kommen jetzt auch noch mal, ich will jetzt hier nicht so viel machen, weil dann höchstwahrscheinlich auch noch irgendwas kaputt geht, das möchte ich nicht. Und hier unten sieht man schon, ist noch eine römisch 4, 1 und hier ist auch noch eine 1. Ja, hier in der Mitte haben wir jetzt ein weiteres Relief. Das ist hier wieder so ein bisschen schön mit so einer, ja, so einer Art Bordüre umrandet. Und ja, jetzt wird es sogar noch ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wir blenden euch das ein, was das dann hier im Einzelnen heißt. Hier wird höchstwahrscheinlich Leutnant. Hier ist, seht ihr, hier ist sehr viel kaputt. Das kann ich jetzt gar nicht sehen. Hier könnte ein A sein. Kompanie, vielleicht 15. Landjägerregiment, Sturmregiment, das sind ja immer diese Jägerregimenter. Und Feld, Leutnant Hausler könnte das sein, aber wie gesagt, wir blenden euch das ein, wir wollen das euch hier nur erstmal zeigen, wie das aussieht. Ihr seht ja hier die einzelnen Stuckarbeiten, die fallen halt ab und dann sieht es nämlich dann aus wie hier ist es nämlich komplett ab. Und das ist dann halt leider sehr schade. Gucken wir uns mal, weil es ist früh am Morgen und hier werfen wir ein bisschen Schatten jetzt von der Seite, weil die Sonne jetzt von der Seite kommt hier. Und ja, wie gesagt, hier ist nochmal ein weiteres Relief, wo es im Prinzip ja, komplett schon zerstört ist oder abgefallen ist. Ich vermute mal, das ist einfach systematisch abgefallen. Hier oben sieht man noch was mit Deutschland. Und dann wäre halt jetzt hier so ein Spruch gewesen. Da gibt es immer den einen oder anderen Spruch oder ja, Ausführungen vom Kaiser, je nachdem. Das war zu der Zeit so üblich. Und wenn man jetzt mal hier rumgeht, dann sehen wir da auch noch ein weiteres Relief in der Mitte. Da oben ist noch eine Ziffer. In den Eingängen sind jeweils Reliefe. Also das ist richtig spannend, dieser Bunker hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unten rein. Melanie ist schon drin. Und schauen uns das erstmal von drin an.
Ja, hier ist der Eingangsbereich. Und dann seht ihr auch hier in der Mitte, in dem Eingangsbereich ist auch an der Seite ein Relief angebracht, eingerahmt. Aber da sind die Intarsien, der Schriftzug ist komplett abgefallen. Oben hat man auch nochmal, ja, auch wie eine Art Bordüre. Hier oben ist jetzt dieses Wellblechdach. War ja immer typisch. Und ja, wir gehen mal rein. Opa. Okay. So. Und dann sind wir auch schon drin. Gehen erstmal hier einmal rein. Und dann habt ihr jetzt hier nochmal von der Seite, man kann es jetzt gar nicht mehr lesen, da müssen wir schauen, ob wir dazu nochmal eine Information finden, was da dann dran stande. Und hier ist diese schöne Stahltür, hier wieder für die Laterne. Und hier seht ihr dieses typische Wellblechdach. Unten sind sogar noch ein paar alte Relikte, Knochen von Tieren. Und aber auch ein paar Scherben. Ja, hier wird der Ofen gestanden haben. Und hier auf der anderen Seite können wir praktisch genauso wieder rausgehen. Hier ist auch wieder diese schöne Tür. Und hier habt ihr noch ein weiteres Relikt. Das kann man jetzt, hier unten seht ihr ja, das ist auch schon versindert. Gucken wir mal so, jetzt müsst ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Stellvertretend Engel, Serg, Lisch, Unteroffizier. Also das sind im Prinzip oder sind wahrscheinlich die Soldaten, die hier bei dem Bau geholfen haben oder die es allgemein gebaut haben. Da werden wir euch aber auch nochmal diesen Schriftzug beziehungsweise wer hier namentlich erfasst ist, einmal raussuchen. So, hier ist auch schon ganz schön erdreich reingekommen. Es kann dann passieren, dass auch irgendwann der Zugang hier dann so verfüllt ist. Das ist also sehr lehmig. So. Und hier draußen haben wir jetzt nochmal so einen schön eingerahmten Bereich. Hier oben sieht man noch ganz schön, steht 1916 drauf. Hier wieder diesen Kranz im Prinzip, diese Bordüre sage ich jetzt mal. Und da steht wahrscheinlich UA. Es fehlen halt immer irgendwie Buchstaben. Wilkins, hier, das ist doch hier wieder unser guter alter Major Wilkins. Richtig, genau, Major Wilkins. Der hatte hier wieder eine besondere Rolle scheinbar beim Bau. Und hier steht, glaube ich, eine 65 drauf. Also ihr seht, es ist wieder wirklich richtig schön. Richtig verwunschener Bunker. Oh, wir müssen hier echt aufpassen. Es ist echt alles so ein bisschen sehr lehmig hier, aber so ist das nun mal. Also die Bunker sind schon wirklich auch sehr gut versteckt und ja, wir werden jetzt ein paar schöne Fotos definitiv jetzt erstmal machen und ja, dann schauen wir mal, welche Bunker wir heute noch so finden. So, wir mussten in dem Fall gar nicht so weit laufen und haben jetzt hier schon wieder den nächsten verwunschenen Bunker entdeckt. Und wieder richtig schön mit diesen Moos überwachsen. Das sind halt alles zum größten Teil Unterstände halt für die Soldaten. Man sieht da noch, ich glaube eine 64 müsste das sein. Und da unten sind auch zwei kleine Einkerbungen.
Aber schön. Und von vorn seht ihr das jetzt gar nicht. Also richtig hier reingegraben. Das war höchstwahrscheinlich mal hier auch das angeschlossene Grabensystem. Das ist ja hier schon mit den ganzen natürlichen Gestrüpp und Erdreich und so weiter schon überdeckt. Ich werde jetzt noch einmal da unten runter gehen und mal schauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Ja, eine 64 ist das. Ja. Und hier sind halt ist wieder dieses Wellblechdach drin. Könnt ihr mal reinschauen. Zack. So, da seht ihr im Prinzip wieder das Wellblechdach, außer wieder nur eine kleine schmale Unterkunft, aber schön. So, wir haben hier immer irgendwie noch solche kleinen Markierungen entdeckt, neueren Datums. Und wir gucken mal, ob wir jetzt in dieser Richtung was finden. Weil da geht das wieder so ab und irgendwas kann ich da in dem Dickicht erkennen. Also im Sommer wäre das hier wieder eine Aktion, wo man sich komplett verausgabt. Ja. Tatsächlich. Wir haben jetzt hier den nächsten von den Unterständen gefunden. Wow. Weil nämlich hier auch wieder so ein komischer Stein ist. Boah. Das ist ja hier richtig mystisch. Guckt euch das mal an, ey. Boah, hier kann man rein schwimmen. Hier könnt man rein schwimmen. Boah. Ja gut, das Besondere ist eher die Form des Bunkers und die Reliefe. Drin ist ja meistens halt dieses Wellblechdach. Und mehr sieht man eigentlich im Regelfall nicht. Aber das sieht hier schon mal echt mystisch aus, hier wie das Wasser reingelaufen ist. Hier auch. Weil, wie gesagt, ist ein Grabensystem angeschlossen gewesen. Die liegen sehr, sehr tief. Ist ja klar, man sollte das ja auch nicht gut im Gelände jetzt erkennen. Und ihr müsst auch davon ausgehen, dass die Wälder oder besser gesagt, es gab früher in diesen Bereichen zumindest da, wo Bombardement und so weiter war, gab es ja gar keine Wälder mehr. Wie es hier jetzt ausgesehen hat, das weiß ich nicht, aber wenn man sich die Bäume hier anguckt, die sind alle auch ziemlich schmal, die werden auch nicht so alt sein. Sehr, sehr schön. Da ist es so eine verschnörkelte Schrift. Wir gucken uns das gleich mal ein bisschen näher an. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier an der Seite vorbei. Wir haben ja Gott sei Dank noch wie so eine Art Sims. So, und jetzt können wir mal hier uns diesen Stock hier angeln. Und gucken wir mal, wie weit der jetzt hier reingeht. Jo. Also hier
Haben wir locker 50 cm Minimum Wasser drin. Und da drin geht es ja wie gesagt erst die Treppe runter. Da seht ihr noch ein bisschen die Stahltür. Ich mache mal den Scheinwerfer an. So. Ja. Und hier haben wir das Relief. Auch hier haben wir leider das Problem, dass schon sehr viel weggebröckelt ist. Hier ist eine 3K Punkt wahrscheinlich, 3. Kompanie, 31. Jägerregiment vielleicht wieder, dann B für Baujahr vielleicht und dann schätze ich mal 1914 oder 1916, weil hier ist noch ein Punkt dazwischen. Ja Leute, da müssen wir einfach wieder schauen, ob wir da nochmal ein Referenzfoto finden, wo wir den Schriftzug vielleicht noch ein bisschen besser erkennen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie lange das in diesem Zustand schon ist. Es kann auch sein, dass das alles noch gar nicht so alt ist. Aufgrund der Witterung und Änderung von Klima kann sowas dann mal schneller gehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist über 100 Jahre jetzt, ne? Über 100 Jahre sind diese Bunker schon hier. So, wir sind jetzt hier mal auf dem Dach. So. Und dann seht ihr halt von vorn nämlich gar nichts. Der geht hier komplett in das Ganze auf. Das ist wieder so ein Markierungsstein irgendwie. Und auch hier vorne ist auch keine Schießscharte oder ähnliches. Das ist einfach nur eine Unterkunft. So, jetzt gucken wir mal hier. Aber das sieht auch einfach so mystisch aus. Aber auch hier können wir höchstwahrscheinlich das nicht mehr so gut erkennen. Kannst du das denn da noch lesen? Kannst, 1916. Ja, kannst du das lesen? Ja, okay, Melanie kann es lesen. Erbaut 1916, sagt sie. Ja, das ist dann einfach nur einmal so, ja, mit Schönschrift reingeschrieben. Ja, schön. Wie gesagt, dass wir nicht reinkommen, ist nicht schlimm. Der wird ähnlich aussehen. Dafür ist es halt umso schöner zu sehen, ja, wie das Ganze hier so ein bisschen zurückerobert wird von der Natur. Das hat schon echt was Mystisches. Bestimmt so schöner, wie es ursprünglich dann mal war. So. Hier haben wir auch schon den nächsten. Das ist wieder so ein Standardbau, sage ich jetzt mal, der jetzt keine Verschnörkelung hat. Also ihr habt jetzt hier wieder diese zwei Eingänge. Ja, jetzt seht man jetzt natürlich ein bisschen meinen Schatten. Ich gehe ein bisschen tiefer. So, hier die zwei Zugänge. Einfach im Prinzip nur so ein Rechteck, was sie hier reingezimmert haben. Der ist aber für uns jetzt erstmal nicht so spannend. Ja Leute, der nächste Bunker. Ja, es ist wieder dieses gleiche System. Auch wieder einfach nur ein eckiger Bunker. Da habt ihr diesmal die Zahl 58 draufstehen. Ich vermute mal fast, dass es eine fortlaufende Nummer ist. Also könnt ihr euch denken, vorhin hat man irgendwas mit 64. Das ist zumindest
über 60 Bunker jetzt hier in diesem Bereich geben wird. Da ist halt jetzt auch nichts Interessantes drin. Wir sind, wie gesagt, auf der Suche nach den Bunkern mit den ganzen Reliefen, um die halt zu dokumentieren, bevor sie nicht mehr existieren. Und schauen wir mal, ob wir noch Glück haben. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein ganz mystisches Exemplar gefunden. Hier geht ein Eingang rein, das scheint was Größeres zu sein. Oh ja, oh, guckt euch mal den Baum auch an hier. Der steht definitiv auch schon länger. Und guckt mal hier. Hier haben wir zwar solche entweder für Belüftung, aber ich denke mal eher für einen Ofenabzug wird das hier sein. Wow. Boah, Leute, guckt euch das mal an hier unten. Boah. Der ist immer richtig groß. Oh. Krass. Der ist richtig groß. Aber so wie es aussieht, hat er auch keine Reliefe. Aber das ist eine andere Bauform. Hier so einen länglichen Block drin. Da seht ihr auch schon wieder die Öffnung für das MG, für die Nahverteidigung. Hier ist er so eingelassen. Boah. Aber der ist drin auch mit Wasser voll. Hier scheint es auch noch mal, ja, hier gibt es auch noch mal eine Nahverteidigung. Okay. Ja, dann machen wir mal die Taschenlampe an. Und gucken zumindest mal ums Eck. Ja. Ja. Gucken mal. Hier hinten noch bei dem zweiten Zugang. Oh. Ach, hier unten wäre der Zugang. Habe ich schon gar nicht gesehen. Ja, hier unten geht's rein. Ihr seht, die Bäume sind auch alle so gefällt worden, dass die auch teilweise auf den Bunkern liegen. Ich mache mal ein bisschen Licht. Aber hier in diesem Bunker ist auch kein Relief zu sehen. Weder da vorne, wo es eher den Anschein gemacht hätte. Und hier läuft richtig schön das Wasser rein. Ja, und von der Seite ist ja nicht zu sehen. Wir haben hier wieder nur einen verräterischen Positionsstein. Und hier habt ihr auch noch mal 2 Steine drin. Da hatten wir uns letztens ja mal gefragt, bei einer anderen Location, was ist das? Und jetzt ergibt es einen Sinn, weil man jetzt sieht, für was die genutzt wurden. Hier waren im Prinzip diese kleinen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, wie beim Schornstein halt, diese Abdeckungen, dass der Rauch nicht gerade hochgeht, sondern sich auch ein bisschen hier verteilt. Die sind hier überall drauf. Da geht es nämlich weiter. Solche kleinen Pilze. Da ist der nächste. Hier. Und so geht das weiter. Das ist mal ein wichtiges Indiz. Ich weiß nicht, ob es einer von euch mal in die Kommentare geschrieben hatte. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Außer sind das im Prinzip diese kleinen Abzüge für den Ofen, die sie da drin verbaut haben.
So, leider wurde hier auch überall so ein bisschen verdächtigerweise die Bäume genau auf die Bunga gefällt. Das ist sehr mysteriös. Weil wenn sie gefällt sind, dann liegen sie komischerweise da. Das macht es jetzt hier nicht leichter, da immer mal so ranzukommen. Okay, der ist wieder ein bisschen ovaler. Oh. Aber er scheint auch wieder groß zu sein. Oh ja. Oh ja. Das. Ja. Da können wir sehen, in der Mitte ist ein Relief. Ja, ist auf jeden Fall auch wieder ein größerer. Wir haben 2 Eingänge und die Nahverteidigung. Und wir haben ein richtig schönes Relief hier. Heute haben wir natürlich ein bisschen das kleine Problem, dass die Sonne halt uns den kleinen Strich immer durch die Rechnung macht, dass das hier jetzt sehr verschattet. Erbaut 1915, 5. Kompanie, Land, das ist ein I eigentlich, Land I, Infanterieregiment auf jeden Fall, 15. Und hier haben wir jetzt einen Hauptmann Bernard, Feldwebel, Leutnant Müller, Dahlmann hat man vorhin einmal gelesen und Steinmann auch und stellvertretend wer Schulze, ja. Wie gesagt, das ist schwierig jetzt hier abzulesen. Es ist hier auch alles versumpft. Und hier käme man auch wieder nur mit Warthose rein. Deshalb ist es nicht ganz so traurig, obwohl ein bisschen schon, dass wir die Gummistiefel jetzt nicht angezogen haben. Ich habe jetzt gerade auch gesehen, als ich hier ums Eck geguckt habe, dass die riesige Stahltür da in der Mitte, da innen drin, die ist auch so komplett verschlossen. Da wären wir auch sowieso gar nicht reingekommen. Aber schön. Ja, jetzt haben wir hier den nächsten Bunker gefunden. Der sieht auf jeden Fall mal ganz interessant aus hier oben. So eine Art Kuppel oder sowas. Laufen erstmal eben rum. Ja, 2 Zugänge. Der ist schon fast dicht. Vielleicht ist das hier so eine Art für Artilleriebeobachter sogar gewesen. Ja, so wird es sein. Hier habt ihr die Scharte. Wobei, wenn man jetzt mal unten guckt, gucken wir mal, das hier ein bisschen zeigen können an der Stelle. Habt ihr hier 2 kleine Löcher, da jeweils nebeneinander und da auch. Ja, kann natürlich auch sein, dass das was für ein MG gewesen ist. Weil wir haben hier eine Freifläche, die wird höchstwahrscheinlich mal, also die wird schon da gewesen sein. Und wir erkennen sogar noch auf dem Acker hier 3 Blockhäuser. Das ist noch 1, 2, 3. Die könnten aber auch später gekommen sein, im Zweiten Weltkrieg von der Maginot-Linie. Es sind sogar 4 oder 5 sind das sogar. Sehr dicht beieinander. 1, 2, 3, 4, 5. Da geht's weiter. 6, 7. Ja. Oha. Okay. Ja gut, da hat man diesen Bereich hier echt sehr gut abgeriegelt.
Das hier ist ja nur der Mannschaftsraum so gesehen. Und wir müssten eigentlich hier hoch an die Seite. Wenn ihr das hier seht. Und da können wir uns erstens hier nicht so richtig vorbeischieben. Ich hänge hier schon. Und ja. Doch, wir kommen hier hoch. Okay. Ach hey. Für kleine Leute ist das immer perfekt. Aber nicht für jemanden, der über 1,90 ist. Ah, okay. Da sind wir. Und wir erkennen es doch irgendwie. Das ist wieder für den Artilleriebeobachter. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen. Aber wir haben diese Kuppeln nie so wirklich wahrgenommen, weil die alle einfach übererdet waren. Ja, das ist im Prinzip, ihr seht es wieder, hier der kleine Beobachtungsraum. Also einen ähnlichen Bunker, den wir schon an anderen Stellen uns angeschaut haben. Dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder raus. So Leute, auch hier müssten wir schwimmen gehen. Wir gucken jetzt noch mal hier oben, was da kommt. Ja, ihr hört es und seht es vielleicht ein bisschen. Hier trifft Neuzeit und historische Relikte zusammen. Hier wurde irgendwann mal eine Schnellstraße gebaut, die die Verteidigungslinie von damals durchbricht. Und hier haben wir jetzt kann ich das wieder nicht richtig erkennen, weil die Sonne genau immer von der Seite kommt, wie man sie nicht haben will. Jetzt erkennt das besser. Jetzt bin ich hier im Schatten. Erbaut 1915. Zweite KL, jetzt müsst ihr mir helfen, KLIR, Landwehr-Infanterieregiment K, zweite Kompanie des Landwehr-Infanterieregiment 15, so wird ein Schuh draus. Ja, und ihr seht, komplett abgesoffen. Hier nützt auch die Warthose nichts. Hier müsste schwimmen, tauchen. Aber wie gesagt, da wird nichts weiter drin sein. Gut, dass wir jetzt hier dieses Relief nochmal erfassen, weil ihr könnt erkennen, hier der Bunker hier an der Seite bricht auch schon auseinander. Zumindest der Zement löst sich zum größten Teil. Und ich denke mal, das wird dem Relief genauso ergehen. Und dann ist das für immer verloren. Deshalb sind wir nochmal froh, dass wir das erkunden konnten und auch nochmal für euch dokumentiert haben. Ein weiterer Bunker. Das sind die Bunker, die alle abgesoffen sind. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Erbaut 1915, 2. Kompanie, Landsturm oder Landwehr, Jägerregiment 15. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das Landwehr oder Landsturm ist, aber das werden wir euch dann nochmal einblenden. Ja, ihr bekommt das jetzt wahrscheinlich nicht so gut zu sehen. Ich versuche es dann nochmal von der Seite, weil das ist die Actionkamera. Vielleicht macht Melanie ein Video mit ein bisschen Zoom, weil hier steht auf der einen Seite Kai. Das wird höchstwahrscheinlich Kaiser. Da wird Kaiser gestanden haben. Dann ist da noch eine Ziffer. Dann haben wir hier einen Rundbogen. Und da ist höchstwahrscheinlich ein Adler drin. Und da steht auch noch was. Aber von hier kaum zu erkennen und zu lesen. Schade. Und das ist hier auch alles abgesoffen.
haben gerade eine kleine Begegnung, fast Begegnung mit Schweinen gehabt, deshalb müssen wir jetzt echt ein bisschen Obacht geben. Und haben jetzt hier einen weiteren Bunker entdeckt. Allerdings fehlt jetzt hier auch die Plakette. Ich gehe mal auf die andere Seite und schaue da mal. Wenn ich hier nicht ständig wegrutsche. Ob wir da jetzt was sehen. Ja, tatsächlich. Hier ist es. Und gucken uns das hier mal eben an. Wow. Erbaut 1915, 5. Kompanie, Landwehr, Infanterieregiment 15. Ja, und hier oben auch wieder halt der gleiche Aufbau. Aber das war jetzt nochmal wichtig, dass wir diesen Bunker auch nochmal gefunden haben. Weil da ist dieses Schild einfach sehr gut erhalten. Ne? Man sieht ja hier, wie fein das wirklich gemacht ist. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe oder wir hoffen, euch hat die Tour gefallen. Es waren hier wieder einige schöne Relikte aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen. Mit verschiedenen Stuckdarstellungen, Bezeichnungen der Bunker. Mal gut erhalten, mal schlecht erhalten. Aber es war auf jeden Fall richtig spannend, das Ganze wieder zu dokumentieren. Wir sind jetzt hier noch weiter in dem Bereich zugange und haben auch einiges gefunden oder meinen zu finden. Und das wird noch eine kleine Überraschung, weil das ist richtig, richtig interessant und richtig, richtig toll. Deshalb sagen wir, bleibt dabei im nächsten Video auf unserem Kanal. Wir sehen uns. Bis dahin.